Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier bei mir dabei seid. Neuhausen, wir haben vor kurzem schon eine gemeinsame Wanderung rund um Neuhausen gemacht. Ich hatte euch das Nussknacker-Museum versprochen und heute ist es soweit. Lasst uns reingehen und die Weltrekorde von Neuhausen im Nussknacker-Museum entdecken und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Hoch droben im Erzgebirge finden wir Neuhausen und nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt das erste Nussknacker-Museum Europas. Im Eingangsbereich des Museums der Superlative wartet bereits ein Herr, welchen ihr ja bereits kennt, nämlich den größten funktionsfähigen Nussknacker der Welt mit seinen 5,87 Meter an Höhe. Und er brachte es sogar auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde 1998, bis er schließlich entthront wurde. Und dieses Schicksal teilt er mit einem seiner Kollegen. Doch zu all dem später mehr. Begeben wir uns hinein und uns werden die Augen überlaufen. Ich war begeistert, was hier an Schätzen der Handwerkskunst zusammengetragen wurde und nicht nur aus unserem Erzgebirge, nein, inzwischen aus der halben Welt. Dafür muss man sich einfach Zeit nehmen zum Genießen. Schaut euch in Ruhe um. Schließlich stoßen wir auf diesen bärbeißigen Typen und seine kleinen Kollegen im Zwischengang zum hinteren Teil des Museums. Warum ich ihn besonders anspreche? Es ist der vorhin erwähnte und entthronte Weltrekordhalter von 1994. Er brachte es schon damals auf stolze 3,86 Meter Höhe und die können sich durchaus auch sehen lassen. Ihr glaubt jetzt mit dem Museum fertig zu sein? Das habt ihr euch gedacht. Denn auf dem Hof finden wir gleich den nächsten Weltrekord. Und dieser lange Schlacks mit einer Höhe von 10,10 Meter ist gar nicht zu übersehen. Der neue Rekordhalter unter den Nussknackern dieser Welt. Was sagt ihr zu ihm? Lasst euch von diesem Herrscher unter den Nussknackern aber nicht blenden. Das war's noch lange nicht mit Weltrekorden in Neuhausen. Da wartet nämlich noch die größte Spieldose der Welt mit einem Durchmesser von reichlich 5 Metern auf uns. Und, was glaubt ihr, spielt darauf eine große Rolle? Selbstverständlich auch ein Nussknacker. Gemeinsam mit Onkel Drosselmeier, dem Mädchen Clara, den Zinnsoldaten und all den anderen von E.T.A. Hoffmann erdachten Figuren kämpft er gegen den Mäusekönig. Dazu die Musik aus Tschaikowskis gleichnamigen Ballett. Schlägt die Uhr 12, hier sogar am hellen Tag, beginnt das Spiel. Seht und hört selbst. Ihr wollt nach all den Rekorden nach Hause?
Davon würde ich euch abraten. Ihr befindet euch hier auf dem Gelände einer alten Stuhlfabrik. Der Stuhlbau in Neuhausen kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken. Sage und schreibe 150 Jahre reicht diese Tradition zurück. 1920 dürfte einer der Höhepunkte gewesen sein. Damals gab es in Neuhausen sage und schreibe 14 große Stuhlfabriken. Deshalb widmet sich unser Museum auch der Vermittlung in Geschichte und Produktion von Stühlen. Eng damit verknüpft die ständige Ausstellung Möbel im Wandel der Zeit. Also bringt auch jede Menge Zeit dafür mit. Diese Zeit braucht ihr auch für den Besuch in der alten Schauwerkstatt. Was gibt es dort alles zu sehen? Ihr solltet wirklich nicht daran vorbeigehen. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr Handwerkern bei der Arbeit zuschauen, zum Beispiel bei der Herstellung von Spanbäumen. Auch eure Fragen könnt ihr bei Bedarf stellen. Ihr bekommt garantiert sachkundige Antworten. So, und jetzt habe ich hinten meine 7 mm Widerstand. Dann. So, dann haben wir es wieder geschafft. Euch wird die ganze Sache hier langsam zu hölzern? Dann schaut doch noch in die Motorradausstellung hinein. Ihr werdet auch hier gar nicht wissen, wo ihr zuerst hinschauen sollt. Es handelt sich hier um eine vollständige Sammlung von Motorrädern und Mopeds, welche in der DDR produziert oder vertrieben wurden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Besuch in diesem einzigartigen Museum mit seinen vielen Weltrekorden. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht's hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald, ciao!